Jesus wird im Tanach nicht erwähnt, glauben die meisten Juden. Doch diese Auffassung ist falsch. Sogar Rabbiner wie Don Yitzhak Abarbanel und Meir Leibush schreiben, dass Jesus und Mohammed in Sacharja Kapitel 13 angedeutet werden. Auch die christlichen Missionare lieben Sacharja 13. Es darf auf keiner Liste ihrer Fake-Beweise für Jesus im Tanach fehlen, wie wir das hier sehen und hier Kapitel 13, Vers 6 und Vers 7. Endlich sind sich Christen und Juden einig. Jesus wird im Tanach erwähnt. Und wenn wir uns schon einig sind, lasst uns das Kapitel zusammen lesen und lernen über Jesus. Eine kurze Übersicht zeigt, die letzten 3 Kapitel von Sacharja handeln vom Ende der Tage, von der Endzeit, vom Tag des Gerichts. Im Kontext, Kapitel 12 handelt von dem ersten Angriff von Gog und Magog gegen Israel. Sie schaffen es nicht, Jerusalem zu erobern. Kapitel 14, das letzte Kapitel in Sacharja, handelt von dem letzten Angriff auf Jerusalem seitens Gog und Magog mit allen Völkerschaften, die sich ihnen angeschlossen haben. Sie nehmen Jerusalem ein. Gott schreitet ein und vernichtet die Feinde. Ewiger Weltfrieden kehrt ein. Gott wird sein der König über die ganze Erde. Alle Menschen erkennen Gott. Keine anderen Götter werden mehr angebetet. Alle Menschen werden nach Jerusalem kommen und im Tempel Opfer darbringen. Kapitel 12 erzählt über den Übergang von der vormessianischen Zeit in die messianische Zeit. Das werde ich gleich erklären. Vers 1. ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים לחטאת ולנידה. An jedem Tag wird dem Haus David und den Bewohnern von Jerusalem eine Quelle geöffnet gegen Sünde und gegen Unreinheit. An jedem Tag, das bedeutet an dem Tag des Gerichts oder kurz davor. An jenem Tag wird eine Quelle in Jerusalem geöffnet, die von Sünden und Unreinheit reinigt. Was hat es mit dieser Quelle auf sich? Das 47. Kapitel von Jecheskel handelt von dieser Quelle. Dort wird beschrieben, dass diese Wasserquelle sich unter dem Tempel öffnet, nach Osten in den Jordan und nach Westen ins Mittelmeer fließt. Jecheskel beschreibt es so. Das Wasser war so tief, dass man im Wasser hätte schwimmen müssen. Ein Fluss, der nicht durchschritten werden konnte. Doch hier, bei uns in unserem Vers, ist die Quelle noch kein Fluss. Erst im nächsten Kapitel steht: Und an jenem Tag wird lebendiges Wasser ausgehen von Jerusalem, eine Hälfte hin zum östlichen Meer und eine Hälfte hin bis zum westlichen Meer. Das heißt, in unserem Kapitel eröffnet sich die Quelle und im Laufe der Ereignisse bis zum Tag des Ewigen, nach dem letzten Krieg gegen Gog und Magog oder vielleicht auch davor, wird die Quelle zu einem Fluss. Jecheskel beschreibt das Wasser als heilendes Wasser. Wohin der Fluss kommt, da wird Leben sein. Jeschajahu beschreibt es als Wasser der Erkenntnis. Dort heißt es in Kapitel 11, Vers 9, denn voll ist die Erde der Erkenntnis des Ewigen, wie Wasser die Meerestiefe bedecken. Wasser ist eine Metapher für Erkenntnis, für den Glauben, für die Torah, für die Weisheit. Wie der Fluss aus Jerusalem in die Welt ausströmt, so strömt die Torah zu den Völkern der Welt aus Jerusalem. Wie es in Jeschajahu 2. Kapitel 3. Vers heißt, denn vom Zion wird die Torah ausgehen und das Wort des Ewigen von Jerusalem. Dieses Wasser der Erkenntnis fängt an zu strömen nach dem ersten Krieg in Kapitel 12. Es fängt in Jerusalem an und reinigt die Menschen von ihrer Dummheit, von ihrer Torheit und von ihrem falschen Glauben, vom Götzendienst. Das Wasser verleiht den Menschen Einsicht, Weisheit und Erkenntnis des wahren Gottes. Nach dem Krieg gegen Gog und Magog verbreitet sich das Wasser in die ganze Welt. Wie eben zitiert, Jeschajahu 11,9, denn voll ist die Erde der Erkenntnis des Ewigen, wie Wasser die Meerestiefe bedecken. Die ganze Welt wird den Ewigen und die Wahrheit der Torah erkennen, wie es im nächsten Kapitel heißt, und der Ewige wird König sein über die ganze Erde. An jedem Tag wird der Ewige einzig sein, und sein Name wird einzig sein. Doch in diesem Kapitel ist es noch nicht so weit. Das Wasser der Erkenntnis beginnt erst von Jerusalem auszuströmen. Es ist also ein
eine Übergangszeit zur messianischen Zeit, wo die Welt anfängt, sich mit der Gotteserkenntnis zu füllen. Die Wirkung des Wassers sehen wir in diesem Kapitel. Vers 2 handelt von dem Tag, an dem die Gotteserkenntnis sich allen offenbart. Niemand wird mehr an falsche Götter, Halbgötter und an deren Propheten glauben. Vers 2 והיה ביום ההוא נאום אדוני צבאות, אחרית את שמות העצבים מן הארץ, ולא יזכרו עוד, וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. Und an jenem Tag, Spruch des Ewigen, rotte ich die Namen der Götzen aus im Land, und ihrer wird nicht mehr gedacht. Und auch die Propheten und den Geist der Unreinheit schaffe ich aus dem Land. 2 Punkte sind hier wichtig. Erstens, Gott wird die Götzen ausrotten. Die Nichtjuden werden den Ewigen als einzigen und wahren Gott erkennen. Die Nichtjuden werden ihre Götzen vergessen, ihrer wird nicht mehr gedacht. Und der zweite Punkt in unserem Vers: Gott wird die falschen Propheten und den Geist der Unreinheit fortschaffen. Der Geist der Unreinheit ist der böse Trieb, Yetzer Hara. Und wer die Propheten sind, die Gott fortschaffen wird, werden wir gleich sehen. Vers 3 lehrt, dass kein Mensch mehr einem Lügenpropheten glauben wird, weil die ganze Welt von der Erkenntnis der Wahrheit erfüllt sein wird. Vers 3 והיה כי ינבא איש עוד, ואמרו אליו אביו ואמו יולדיו, לא תחיה, כי שקר דיברת בשם אדוני, ודקרוהו אביהו ואמו יולדיו בהנבוא. Und wenn künftig noch einer als Prophet auftritt, dann werden sein Vater und seine Mutter, die ihn gezeugt haben, zu ihm sprechen: Du wirst nicht am Leben bleiben, denn du hast Lügen verbreitet im Namen des Ewigen. Und sein Vater und seine Mutter, die ihn gezeugt haben, werden ihn durchbohren, wenn er als Prophet auftritt. Nochmal, wir sind in der vormessianischen Zeit, wo kein Mensch mehr einem Lügenpropheten Glauben schenkt. Sogar die Eltern des Lügenpropheten wollen ihn töten, weil sie wissen, dass er ein Lügenprophet ist. Er hat keine Chance. Vers 4 beschreibt, wie die Lügenpropheten ihr Treiben einstellen werden, weil sie wie andere Menschen auch an der Gotteserkenntnis teilhaben. Infolgedessen können sie nicht mehr sich rausreden, da der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge nun für jeden offensichtlich ist. Vers 4 והיה ביום ההוא יבושו הנביאים איש מחזיינו בהנבותו, ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש. Und an jenem Tag werden die Propheten, jeder Einzelne, sich für die Visionen schämen, die sie prophezeiten, und niemand wird sich mehr mit dem Fellmantel bekleiden, um etwas vorzutäuschen. Die Lügenpropheten können die Menschen nicht mehr täuschen. Sie können nicht mehr ihren Prophetenmantel tragen und ihr Schauspiel veranstalten. Sie schämen sich vor den Augen der ganzen Welt. Wie die Lügenpropheten sich schämen, so schämen sich in einem nicht geringeren Maß jene Fehlgeleiteten, die in den folgenden Versen ihren Jesus angedeutet sehen wollen. Vers 5 erzählt, wie ein Lügenprophet zur Rede gestellt wird. Er wird sich schämen und verleugnen, jemals ein Prophet gewesen zu sein. Vers 5 ואמר לא נביא אנוכי, איש עובד אדמה אנוכי, כי אדם הקנני מנעורי. Er wird sagen: Ich bin kein Prophet, ich bin einer, der den Ackerboden bebaut, denn Ackerboden besitze ich seit meiner Jugend. Ein Lügenprophet wird von seiner Gefolgschaft zur Rede gestellt. Warum hast du uns belogen und uns ewiges Leben versprochen? Werden sie fragen. Doch der Lügenprophet wird lügen und sagen: Ich? Da müsst ihr mich verwechselt haben. Ich bin nur ein einfacher Bauer, ich kenne euch gar nicht. Und jetzt zittert ihr Gurken. Vers 6 setzt die Szene von Vers 5 fort. Vers 6 ואמר אליו, מה המכות האלה בין ידיך? ואמר, אשר הוכיתי בית מאהבי. Und man wird ihm sagen:
was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Und er wird sagen, ich bin geschlagen worden im Haus meiner Lieben. Die Menschen lassen sich nicht mehr an der Nase herumführen. Sie sagen, Unverschämter, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Das heißt, die Menschen erkennen ihn an den Wunden, weil dieser Götzenprophet sich selbst geißelte und sich an den Händen schnitt, damit der Geist der Prophezeiung über ihn komme. Zum Beispiel sehen wir das in 1. Buch Könige 18,28. Doch auch dies leugnet der Lügenprophet und sagt, nein, nein, meine Eltern haben mich gezüchtigt, als ich, statt auf dem Felde zu arbeiten, auf der Wiese faulenzte. Das hebräische Wort Me'ahavai kann statt meine Lieben, meine Liebhaber oder Huren bedeuten, zum Beispiel in Jeremia 22,20 oder Jecheskel 16,33. Damit würde er sagen, die Wunden haben mir Huren zugefügt, als ich letzte Nacht im Bordell war. Und noch besser passt es, wenn wir statt Ben Yadecha, statt zwischen deinen Händen, als auf der Brust oder auf dem Rücken übersetzen. Denn zwischen den Händen befindet sich die Brust und der Rücken. Damit würde der Prophet sagen, die Wunden auf dem Rücken kommen von der Dirne aus der roten Laterne. Nun sagen die Missionare, dieser Lügenprophet ist Jesus. Warum? Naja, er hat Wunden an den Händen. Kennen wir da nicht eine Person? Kennen wir nicht jemanden, der Wunden an den Händen hat? Genau. Wisst ihr was? Dem stimme ich gerne zu und würde zu den falschen Propheten noch Paulus, Johannes und Petrus hinzufügen, sowie auch zahlreiche prominente Vertreter des Christentums der näheren Vergangenheit und der Gegenwart. So. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil. Vers 7 erzählt, was noch an diesem Tag geschehen wird. Vers 7. Cheref ori al ro'i ve'al gever amiti num Adonai Tzevaot. Hach et haro'e ut futsena hatzon. Ve'ashivoti yadi al hatzoarim. Schwert, erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mir nahe steht, Spruch des Ewigen. Schlag den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen, dann werde ich meine Hand gegen die Kleinen wenden. Was geht hier vor sich? Gott sagt, er hat einen Hirten und einen Mann, der ihm nahe steht. Es sind zwei, Hirte und Mann. Dieser Hirte und dieser Mann, der Gott nahe steht, sollen durch das Schwert erschlagen werden. Danach wird Gott seine Hand gegen die Kleinen erheben. Hört die weisen Worte des großen Gelehrten Rabbi Don Itzhak Abarbanel. Der Hirte ist Mohammed, der Prophet des Islams, denn die Muslime behaupten, Gott habe ihn gesandt, um Hirte zu sein über die ganze Welt, das heißt die ganze Welt zu erobern und alle Menschen zum Islam zu konvertieren. Der Mann, der Gott nahe steht, das ist Jesus, denn die Christen glauben, er sei gleichzeitig Sohn Gottes und Gott zugleich, Fleisch von seinem Fleisch. In unserem Vers wird er genannt Gever Amiti. Gever bedeutet Mensch, Mann. Amit bedeutet Volksgenossenschaft, Gemeinschaft. Gever Amiti bedeutet dann der Mann meiner Gemeinschaft, mein Volksgenosse, so nach Gesenius 18. Auflage. Die meisten Übersetzer schreiben, der Mann, der mir nahe steht. Da der Hirte und der Volksgenosse im Kontext der Lügenpropheten sterben werden, ist es doch merkwürdig, dass Gott sie als mein Hirte und der mir nahestehende Mann bezeichnet. Warum tötet er seinen Freund? Abarbanel erklärt es so. Mein Hirte bedeutet in diesem Falle derjenige, der sich als mein Hirte ausgibt. Das ist Mohammed. Er behauptet, dass er mein Hirte sei, aber er ist ein Lügenprophet und in Wahrheit nicht mein Hirte. Das Schwert wird ihn schlagen, seine Herde, seine Gemeinde wird sich zerstreuen. Der Mann, der mir nahesteht, mein Volksgenosse, bedeutet der Mann, der behauptet, er stehe mir nahe. Das ist Jesus. Er behauptet, er sei mein Sohn, sei Gott, sei Messias. Er ist ein Lügenprophet, kein Gott, kein Messias. Alle Menschen sind meine Kinder. Nun werden einige Christen sagen, Jesus hat nie gesagt, er sei Gott.
Stimmt. Aber könnt ihr an Jesus denken, ohne an Gott zu denken? Könnt ihr an Gott denken, ohne an Jesus zu denken? Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So lautet die bekannte Behauptung des Nazareners. Das Wirken von Jesus ist für Christen die Umsetzung von Gottes Plan gegen das Judentum der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Beides gehört zusammen wie Salz und Pfeffer. Was wird nun mit dem angeblich Gott beigestellten Volksgenossen Jesus geschehen? Jesus als Identifikationsfigur des Christentums wird auch vom Schwert erschlagen, weil das Schwert erwachen soll gegen beide, gegen den Hirten und gegen den Volksgenossen, wie es heißt, Al-Ro'i ve Al-Gever Amiti. Es steht Al ve Al, das ist eine Aufzählung. Gegen den Hirten und gegen den Volksgenossen soll das Schwert hinausfahren. Obwohl der Volksgenosse als Geschlagener nicht erwähnt wird. Denn es heißt, schlag den Hirten und nicht schlag den Hirten und den Volksgenossen. So müssen wir den Volksgenossen, also Jesus, auch als Bestraften verstehen, weil das Schwert gegen beide Personen gerichtet war. Nachdem beide geschlagen sind, wird die Herde des Hirten, das ist der Islam, sich von selbst zerstreuen. Dagegen wird Gott seine Hand wenden gegen die Zoarim, die Kleinen des Volksgenossen Jesus. Zoarim bedeutet nach Gesenius 19. Auflage die Hirtenjungen, die Schafe, die kleinen Leute. Das sind seine Glaubensanhänger und Irrlehrer. Einige, die bis hierher gefolgt sind, werden vielleicht einwenden, dass der Hirte und der Volksgenosse ein und die gleiche Person ist. Er ist der Hirte, der sich Gott zur Seite stellt, denn so übersetzen viele christliche Schreiber, zum Beispiel Luther. Schwert macht dich auf über meinen Hirten, über den Mann, der mir der Nächste ist. Keine Konjunktion hier. Oder Schlachter 2000. Schwert erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist. Darauf habe ich zwei Antworten. Erstens, schaut euch die jüdischen Übersetzungen an. Buber, Bernfeld, Zuns, aber auch christliche wie die Einheitsübersetzung, Züricher, Elberfelder. Sie alle haben ein und Hirte und Mann. Meine zweite Antwort ist, ihr habt völlig recht. Es ergibt mehr Sinn, den Hirten und den Mann als ein und dieselbe Person zu betrachten. Und nicht nur Christen, auch Rabbiner wie Rashi, Ibn Ezra, Radak, sie alle sagen, dass Hirte und Mann eine Person sind. In diesem Sinn ist die Bedeutung des Verses mit den Worten von Rav Hirsch: Wache auf, mache dich auf, Schwert, auf den Hirten, der in meinem Namen auftritt, auf den, der es wagt, sich mir als mein Gleicher an die Seite zu stellen. Schlage ihn. Seine Herde wird seine Täuschung erkennen, mit der er sich als ein gesandter und gottebenbürtiger Volksgenosse dahingestellt hat. Seine Herde, seine Anhänger werden sich zerstreuen, und die Jungen, die Helfer, die Irrlehrer werde ich, Gott, persönlich beseitigen. Wir sehen, wie schön sich Jesus und das Christentum hier in den Gesamtkontext des Tanachs einfügen. Das gleiche gilt für Mohammed. Die Religionsstifter stehen stellvertretend für ihre Religion. Das heißt, am Ende der Tage werden Christentum und Islam aufhören zu existieren. Muslime und Christen werden ihre bisherige Religion als einen Irrweg, der auf Lügen basiert, erkennen, da das Wasser der Erkenntnis sie durch Gottes Einwirken erreichen wird. Somit werden in der Zukunft alle gewohnten Arten der Aufklärung, wie zum Beispiel auch YouTube-Videos, überflüssig und der Vergangenheit angehören. Und wollt ihr jetzt das Verrückteste an der ganzen Geschichte wissen? Jesus selber zitiert unseren Vers und sagt von sich selbst, dass er dieser Hirte sei. Hört ihr? Es heißt in Matthäus 26,31, da sagt Jesus zu ihnen: Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir zu Fall kommen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen.
Es geht darum, dass es Gottes Plan ist, dass alle Jünger Jesus verlassen und Petrus ihn dreimal verleugnen wird. Jesus sieht sich als der von Gott geschlagene Hirte an und seine Schüler sind die Herde. Doch seht ihr, wie absurd das ist? In Sacharja ist der Hirte ein Bösewicht, ein Lügenprophet, und Jesus sagt, dass er dieser Lügenprophet sei und seine Schüler die Herde, die Gott am Ende der Tage zerstreuen wird, wenn die Menschen die Wahrheit erkennen. Absurd, oder? Also entweder zitiert Jesus Sacharja 13,7, um seinen Jüngern anzudeuten, dass er in Wirklichkeit ein falscher Prophet ist, die Jünger ihn aber nicht verstehen, weil sie wie 99% aller Missionare den Kontext nicht kennen, oder, was mir wahrscheinlicher erscheint, spekulierte der Autor von Matthäus, dass niemand in Sacharja nachschauen wird. Und er hatte recht. Die Christen kümmern sich nicht um Kontext. Hauptsache, es geht um Jesus. Nun können einige von euch sagen, ja, Jesus reißt Sacharja 13,7 aus dem Kontext, aber er macht das absichtlich, um zu sagen, dass er der Hirte und sie die Schafe sind, egal was im Kontext steht. Er benutzt es nur als ein geflügeltes Wort. Dann sage ich, einverstanden. Aber dann ist Sacharja 13,7 auch keine Prophetie auf Jesus, sondern nur ein geflügeltes Wort. Vers 8. והיה בכל הארץ נאום אדוני, פי שניים בה יכרתו יגברו, והשלישית יוותר בה. Und im ganzen Land, Spruch des Ewigen, darin werden 2 Teile ausgerottet werden, sie kommen um. Der 3. Teil aber bleibt übrig. 2/3 der Weltbevölkerung werden umkommen. Wie genau und warum steht im nächsten Kapitel. Auch haben wir es bereits in Jesaja Kapitel 1 und Kapitel 4 besprochen. Siehe ähnlich unter Jesaja 48,10. Vers 9. והבאתי את השלישית באש, וצפרתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, והוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו, ואמרתי עמי הוא, והוא יאמר אדוני אלוהי. Dann bringe ich den 3. Teil ins Feuer, und ich schmelze sie, wie man das Silber schmilzt, und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Es selbst wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten. Ich sage, es ist mein Volk, und das Volk wird sagen, der Ewige ist mein Gott. So wie der Schmied zur Läuterung und Reinigung des Metalls von der Schlacke einen Schmelzofen braucht, in dem die Schlacke getrennt und reines Metall gewonnen wird, so dienen die Qualen, die das restliche Drittel im Krieg gegen Gog und Magog erleiden wird, der Läuterung, das heißt, sie haben die Funktion eines Schmelzofens. In diesem Schmelzofen sollen sie von ihren Sünden gereinigt werden, bis am Ende die Geläuterten übriggebliebenen zu Gott Eigentumsvolk werden. Aber darüber erfahren wir mehr im nächsten Kapitel. Was haben wir bisher gelernt? Das 13. Kapitel handelt davon, wie die ganze Welt Gott erkennt. Alle Lügenpropheten werden arbeitslos. Islam und Christentum werden von ihren Anhängern als Lügenreligionen erkannt und verlassen werden.